Das Thema Grünstrom spielt in unserer Sustainability-Strategie eine sehr wichtige Rolle. Denn ca. 80% von Freudenberg-CO2-Emissionen stammen aus der Stromnutzung. Und heute möchten wir, Martin, über Grünstromeinkauf sprechen. Da gibt es ja unterschiedliche Methoden, Grünstrom zu beziehen. Zum einen die virtuelle Belieferung, die Zertifikate, sprich Herkunftsnachweise, oder über die sogenannten Power Purchase Agreements, die langfristigen bilateralen Verträge. Und unsere Sustainability-Strategie fokussiert sich ja vor allem auf diese Power Purchase Agreements. Und der Grund dafür oder die Gründe dafür sind zum einen CO2-Emissionsreduktion, zum anderen aktiver Beitrag leisten zum Ausbau der erneuerbaren Energien und gleichzeitig bedeutet das aber auch Kostenstabilität. Und Martin, könntest du noch mal im Detail erläutern, worauf es denn ankommt bei einem PPA-Vertragsabschluss? Ja. Du hast ja die allgemeinen Unterschiede erklärt und beim PPA ist es tatsächlich so, dadurch, dass wir bilateral auf Solarparks oder Windparks zugreifen, wird dann ja über diesen physikalischen Bezug, so wie der Strom tatsächlich erzeugt wird, so kommt er auch bei uns bei den Zählern an. Das ist der wirklich große Unterschied zu dem, wenn man es virtuell macht. Ja, das ist der große Beitrag, den wir dann für die Nachhaltigkeit leisten können. Und daher ist es bei uns beim Abschluss wichtig, dass wir diese Anlagen möglichst regional beziehen, dass es Neuanlagen sind, weil das ist alles, was dann eben die Nachhaltigkeit in Summe dann befördert. Und Martin, wir haben uns ja auch ambitionierte Ziele gesetzt. Zum einen, bis 2025 möchten wir 30% mindestens über PPA abdecken, was unseren Strombedarf angeht. Wo stehen wir? Sind wir noch on track? Wir sind absolut on track. Das, was vor 2 Jahren in Deutschland als Pilot gestartet ist, rollt sich jetzt, ich sag mal, in jedem Land, in dem wir tätig sind, aus. Ein Rückenwind ist, den wir haben, ist mit Sicherheit die aktuelle Preisdynamik und die Krise. Und so wie du es eingangs gesagt hast, nicht nur aus eben Nachhaltigkeitsgesichtspunkten eben, sondern auch aus Kostenstabilität macht das für uns Sinn. Und mittlerweile haben wir allein in Deutschland 100 Gigawattstunden Strom aus erneuerbaren Anlagen. Und wir haben jetzt zusätzlich noch Spanien, Italien, Großbritannien dazu genommen, aber auch Länder, die wir anfangs gar nicht erwartet hätten, so wie fast gesamt Osteuropa oder USA. Und global kommen dann noch Mexiko, Taiwan hinzu. Also anhand dessen sieht man, dass wir da wirklich sehr stark ausrollen und wir sind absolut on track. Hört sich sehr gut an. Danke, Martin. Danke.